In unseren Lagern lagern auch sehr große Blockbergungen, nicht nur einzelne Gräber. Eine der größten Blockbergungen, die wir hier im Lager haben, ist die Blockbergung von Lützen. Das Massengrab von Lützen, der gefallenen Soldaten, die im November 1632 dort in die Grube kamen, ist so groß, dass wir es in 2 Teile sägen mussten und dass wir deshalb hier nur einen Teil sehen dieser Blockbergung, aber wir sehen schon, dieser Teil ist schon gewaltig. Und dieser Teil ist so präpariert, dass man ihn in Ausstellungen zeigen kann. Wir haben den beispielsweise in Wien gezeigt. In Kürze wird dieser Block mit seinem Zwilling nach Lützen gehen, in ein neu gebautes Museum. Und dort wird man dieses in der Welt einmalige Exponat sehen können. Und das Massengrab von Lützen ist deshalb von so einer großen Bedeutung, weil es natürlich vielleicht eines der eindrucksvollsten Monumente gegen den Krieg ist. Denn die alliteraten Bauern, die einige Tage nach der Schlacht von Lützen die Menschen dort bestattet haben, das Massengrab anlegten, die waren möglicherweise so betroffen und wollten vielleicht ein Zeichen setzen, zumindest interpretiere ich das so, dass sie einen, und zwar den letzten der Gefallenen, der in dieses Massengrab kam, wie einen gekreuzigten Christus über die anderen legten. Und was so beeindruckend ist, und ich habe viele Schulklassen zu dem Massengrab von Lützen geführt, ist, dass diese Toten dort alle namenlos sind. Man weiß nicht, handelt es sich um Schweden, handelt es sich um Deutsche. Der Krieg und der Tod macht dort alle gleich. Und er zeigt auch, wie vollkommen sinnlos Krieg ist. Für die Menschen, die tot sind, spielt alles keine Rolle mehr und sie sind im Grunde einen völlig sinnlosen Tod für die Interessen der Mächtigen gestorben. Und es ist wichtig, das nicht nur in künstlerischen Denkmalen oder an anderen Stellen zu zeigen, sondern tatsächlich real die Schrecken des Krieges zu zeigen. Und das darf eben nie vergessen werden. Und darum finde ich dieses Projekt in Lützen, dort ein Museum zu machen, hervorragend. Und dort kann man dann sozusagen an der Stelle für immer neben dieser Kirche, die für den schwedischen König gebaut wurde, Gustav Adolf, der dort fiel, auch die einfachen Soldaten sehen. Wir haben also dann plötzlich diese Distinktion aufgehoben. Man sieht nicht nur die Mächtigen, die noch nach dem Krieg für die nächsten Jahrhunderte verherrlicht werden und die möglicherweise alles in ihren eigenen Interessen ausgelöst haben, sondern wir sehen dann die einfachen Menschen. Und das, was wir hier geborgen haben, ist ein Monument für die einfachen Menschen, die in sinnlosen Kriegen starben.